Ja, um euch nochmal die verschiedenen Arten der Rake Picks zu zeigen. Nochmal ein paar ausgelegt hier. Und zwar ist es gerade zu Anfang wichtig, wenn man dieses Hobby beginnt, dass man halt auch das ein oder andere Erfolgserlebnis hat. Und das kann man ganz gut erreichen, wenn man so ein simples, naja, Übungsschloss hat und vielleicht auch das ein oder andere günstige Hangschloss. Die kippt man eigentlich immer ganz gut mit diesen Rakes auf. Das hier zum Beispiel ist der City Rake, weil der so ein bisschen aussieht wie die Skyline von einer Stadt. Oder auch L-Rake genannt. Oder auch Six Mountains. Der ist so ziemlich der gängigste. Der ist in fast jedem Pickset irgendwie dabei. Oder, ne, das ist diesmal einer von Southort hier. Das ist irgendwie so ein Überbleibsel. Aber wie gesagt, die Rakes, die bleiben eigentlich immer am längsten Halde, weil man da einfach keine Kraft mit aufwendet. Die werden Und meistens, wenig spannend, ne? genau, man braucht nicht viel Spann bei so einem Schloss. Meistens, wenn man rakt, dann setzt man den Spanner oben an. Einfach damit man unten den Platz hat, weil man halt, wie gesagt, man muss rein, raus, man muss hoch und runter wackeln. Meistens, wenn man den versucht dann unten zu spannen, dann haut einem irgendwie der Spanner ab. Sag ich mal ein bisschen mehr Licht hier. Deswegen spannt man meistens bei so einfacheren Schlössern, die man raken kann, oben. So hat man einfach viel mehr Platz. So, dieses Schloss ist verriegelt. Man fängt jetzt also an, oben zu spannen. Erstmal leichte Spannung. Man braucht jetzt nicht wahnsinnig viel drücken. Ein bisschen Spannung langt, damit man merkt, okay, die Pins bleiben vielleicht hängen unten. Man kann das mit Hingucken machen, ich mag das persönlich nicht so gerne. Und dann fängt man einfach an, mal den Picker rein und raus zu ziehen, ein bisschen hoch und runter zu wackeln. Und dadurch, dass man halt so viele Zacken hat, quasi wie so ein Schlüsselbart, erhöht man einfach die Chance, dass man viele Pins gleichzeitig gut setzen oder richtig setzen kann. Oder die Chance, dass man halt mehrere Pins auf einmal vernünftig gesetzt bekommt. So, natürlich funktioniert das jetzt nicht besonders gut, das ist der Vorführeffekt wie immer. Ja, wie gesagt, hat auch was mit Zufallsprinzip zu tun. Manchmal muss man einfach nochmal den Kern zurückdrehen, nochmal von vorne anfangen. Und so wie es aussieht, scheint das Übungsschloss sowieso ziemlich unempfindlich gegen den City Rake zu sein, so wie ich das sehe. Jetzt ist er offen. Jetzt ist er offen. Ja, kann wirklich schnell gehen. Manchmal hat man ein Schloss, da steckt man den City Rake oder den jeweiligen Snake Rake oder wie auch immer rein und schon springt das Schloss auf. Das Glück kann man immer haben. So zum Beispiel. Genau. Einfach auch verschiedene Picker ausprobieren teilweise, ne? Ja, es empfiehlt sich auf jeden Fall, gerade zu Anfang ein paar Picker auszuprobieren. Ähm, Wie gesagt, wenn man so ein günstiges Einsteiger-Set hat, hat man sowieso viel mehr an Picks, als man eigentlich je in seinem Leben brauchen kann. Das meiste davon wird irgendwann in der Ecke versauern, aber ja gut, zu Anfang hat man das Gefühl, man braucht alles am besten. Je mehr man hat, desto besser. Ist ja auch so. Man kann, wenn man alles hat und alles ausprobiert hat, dann kann man sich auch sicher sein, dass es an den eigenen Fähigkeiten liegt, dass man noch besser werden muss. Und schlimm fand ich am Anfang auch oft, dass man nicht weiß, liegt es an mir oder liegt es am Pick. Genau. So, jetzt unterbreche ich dich nochmal. Ja, alles gut. Das waren jetzt so die meisten hier sind eigentlich Rakes für ganz normale Zylinder. So, für die Bohrmuldenzylinder oder Dimple-Locks Zeig mal den Schlüssel. braucht man dann, das ist genau, Bohrmulde. ich habe hier so einen Burgwächter Boccia, ziemlich großer Keyway, gerade zum Anfang ist das nicht schlecht, so ein Schloss zu haben, wenn man mal Dimple-Locks picken möchte. Ja, dafür hat man solche Rakes, ist relativ billig gearbeitet, ist nichts Dolles, ist wahrscheinlich so ziemlich das einzige, was ich aus so einem China-Set behalten habe. Aber der ist wirklich sehr effektiv, gerade bei diesen Schlössern. Diese Schlösser, da muss man darauf achten, dass man wirklich einen guten, festsitzenden Spanner hat. Ich habe jetzt hier ich habe das Glück, einen von Mr. Q zu haben, einen aus Titan gefertigten. Den haben wir uns gerade extra für Dimple Locks, eigentlich eher für die ABUS C und EC Klassen, hingearbeitet, hingeschliffen und poliert. Der passt wunderbar und das hat den Grund, dass man halt auch gerade bei diesen Schlössern häufig den Kern
auch nochmal zurückbewegen muss. Gut, bei dem Bodger hier jetzt ist das relativ wackelig, aber ihr werdet gleich sehen, das werden wir eh nicht brauchen, diese Option. Und zwar Baumoldenzylinder mit dem richtigen Pick sind eigentlich eine Lachnummer. So, das war's. Im Prinzip ist das, wenn man die richtige Anordnung auf seinem Rake hat oder beziehungsweise der Schlüssel nicht ordentlich geschnitten ist, langt es manchmal schon wirklich nur diesen Rake reinzustecken in den Keyway und schon ist das Ding offen. Und ein Riesenproblem bei diesen Schlössern ist natürlich auch, dass sie einfach so einen riesigen Keyway haben. Also das Schlüsselloch, da kannst du eine Pudelmütze durchwerfen, wirklich. Da ist, naja, jede Menge Platz. Und ja, wenn man die Chance hat, so einen Pick zu benutzen oder zu haben, ist das natürlich eine feine Sache. Ein cooles Kunststück auf jeden Fall. Ja, dafür braucht man diese Art von Rakes, falls ihr sowas in eurem Set haben solltet. Nicht wegwerfen, kann man immer mal gebrauchen.